2 Weapons hast du schon den maximalen Damage Output. Naja, du kannst Ultimate Schmuck plus 10 machen und Ultimate Waffen plus 10 machen. Das haben die meisten Leute sicher nicht. Aber... yeah. Sonst nichts. Perfekte PvE-Rolls, perfekte ATK-Rolls, Ultimate-Waffen plus 10 mit 4 Bonus-Rolls. Also ich sag mal so, die meisten Leute könnten ihr Equipment schon massivst verbessern. Aber damit wird halt niemals wieder ein Casual irgendeinen Dungeon farmen können. Weil mit einem Casual Equipment würde ich niemals wieder irgendjemand irgendwohin mitnehmen. Wenn die Anforderungen so hoch sind, dass selbst Leute mit extrem gutem Equipment strugglen. Das umgerechnet mehrere 100 oder 1000 Euro wert ist. Und Flyf hat aber eigentlich schon ziemlich viele Casual Player. Die, auch wenn es lange dauert, auch irgendwann mal im Endgame oder im High-Level ankommen und dann vielleicht auch mal gerne einen Dungeon farmen würden. Und so ist das halt dann auch irgendwo vom Tisch. Wo sich an allen Ecken beschwert, dass die Leute ab Tag 1 des Updates mit 166 schon den Endgame-Dungeon legen konnten. Warum es dann überhaupt bis 190 geht und wo der Content dann ist. Nicht nur wegen der Suggestion. I know, dass das Leute gesagt haben, aber das ist trotzdem nicht die Lösung. Und diese Leute sind jetzt zufrieden? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil solche Leute sind erstens niemals zufrieden. Das ist das Erste. Die spielen den ganzen Tag Flyf, aber trotzdem sind sie niemals zufrieden. Ich bin einer davon, by the way. Deswegen weiß ich's. Und wie schon gesagt, dafür gibt es so viele Möglichkeiten. Du könntest endlich mal richtige Schwierigkeitsgrade einführen. Dass du von vornherein sagst, okay, du nimmst halt den normalen Anku und der ist dann so wie vor den Änderungen. Dafür kannst du keinen Demonic, auch wenn du es in 5 Minuten zum Boss schaffen würdest. Es ist der normale Anku mit der einfachen Droprate. Du kriegst nichts extra. Das ist quasi die Baby-Booby-Version, die man so farmen kann wie davor, sogar solo. Dann hätten sie die mittlere Variante machen können. Nur mit erhöhten HP und ATK der Monster. Also es dauert einfach länger, aber du kannst es zumindest zu Blazing schaffen zum Beispiel. Und dann hätten sie die Ultra-Hardcore-Variante machen können, die ja jetzt die einzige Variante ist, die es momentan gibt. Wo du immer zu Demonic kommst, aber dafür ist der Dungeon halt ein einziger Pain in the Ass. Aber du wirst belohnt mit 3-facher Droprate. Also sowas zum Beispiel. Da hätte sich jeder irgendwo wiederfinden können. Die Leute, die keinen Bock haben und einfach nur einen schnellen Run wollen, nehmen die Weichei-Schuppen-Junior-Variante. Die Leute, die auch keinen Bock auf zu krasse Mechaniken und so haben, nehmen die mittlere Variante, wenn sie ein bisschen besseres Equipment haben. Und ein bisschen mehr Drops bekommen, dafür, dass es halt auch ein bisschen länger dauern würde. Außer du hast halt besseres Equipment, wie gesagt. Und die Ultra-Hardcore-Variante halt für die absoluten Schwitzer und Grinder, denen alles zu einfach war. Und die dann halt aber auch mit mehr Drops belohnt werden. Also, es könnte so einfach sein, wenn man einfach mal nachdenken würde. Oder auch, also, es stimmt ja mit dem, ab 166. Ja, dann ändert man Zeit. Dann macht man halt Infernal, fängt erst ab 176 an. Dann muss erstmal jeder auf 176 leveln. Dann könnte man es tatsächlich noch machen, dass dein Level tatsächlich mal eine Rolle spielt, im Sinne von, ich meine, du schaltest ja die höchsten Skills alle mit 175, 180 frei. Da hätte man es auch so machen können, dass im neuen Dungeon tatsächlich du einen Damage
und HP und Death Multiplier bekommst, abhängig von deinem Level. Also die Schwierigkeit fängt erst, wie gesagt, so mit 175 oder so an. Und für jedes extra Level bekommst du aber zum Beispiel 1% ATK, HP und Death. Das heißt, jemand auf 190 hat dann 15% mehr ATK, HP, Death, also nur in dem Dungeon. Und jemand auf 175 hat es halt nicht. Dann kannst du auch sagen, wow, 190 lohnt sich extrem. Es lohnt sich extrem, da jetzt 3 Wochen jeden Tag 8 Stunden zu leveln, um 190 zu erreichen, weil ich dann viel stärker bin im Dungeon und es dadurch deutlich leichter wird. Also es gäbe so viele Möglichkeiten, diese ganze Kritik umzusetzen, ohne jeden Spieler und vor allem die Casuals übers Kreuz zu legen. Oder aufs Kreuz zu legen, meine ich. Aber da müsste man halt mal ein bisschen länger als 10 Sekunden nachdenken und die einfachste Methode nehmen, indem man einfach alles ultra abfuck macht und die Leute dann lieber quitten, als sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Das ist halt crazy. Also, vor allem das mit den Schwierigkeiten ist halt so, das war ganz am Anfang von Fly Universe war das ja der Wunsch, dass es Schwierigkeiten in Dungeons gibt. Und das haben sie eigentlich immer noch nicht umgesetzt. Bei Anku war jetzt der Versuch, das umzusetzen mit Demonic, Normal Anku und Blazing Anku. Aber es ist ja nicht wirklich, die Schwierigkeit des Dungeons ist ja immer die gleiche. Es geht lediglich darum, wie schnell schaffst du es. Und natürlich hat das auch was mit Schwierigkeit zu tun. Je schneller du es schaffen willst, desto schwieriger ist es. Aber das hat ja nichts mit Schwierigkeit eigentlich zu tun. Also schon, aber nicht so, wie es die Spieler eigentlich wollten. Die Leute wollten, der Dungeon ist insgesamt stärker, dafür kriegst du bessere Drops. Und das funktioniert ja aber wirklich nur, wenn du eine richtige Schwierigkeit hast. Also, wie gesagt, du wählst immer die leichte Schwierigkeit und der gesamte Dungeon ist dann einfach leichter. Du wählst die schwierige Schwierigkeit und der gesamte Dungeon ist dann einfach immer stärker oder schwerer. Und das haben sie so auch wieder nicht umgesetzt. Nach über 3 Jahren haben sie das immer noch nicht verstanden, was die eigentliche Schwierigkeit sein sollte. Und das ist halt auch crazy. Ein Beispielrun von den Devs, wie sie sich vorstellen, wie sie in Dungeon laufen mit einer ausgewogenen Gruppe. Die spielen das Spiel gar nicht. So. Also ich bezweifle sehr stark, dass irgendein Dev actually Fly spielt. Also richtig spielt. Die würden sich alle God-Mode reinpacken und anders würden sie es selber auch nicht schaffen. Ohne God-Mode. Wo sie unsterblich sind und alles one-shotten. Glaubst du nicht ernsthaft, dass die Devs einen Testrun machen würden, bevor sie irgendwas ins Game packen? Das machen höchstens Moderator, das machen höchstens die Moderator. Und ehrlich gesagt, glaube ich, sogar die machen nichts mehr in der Richtung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Moderator-Team, also die erstellen eine Gruppe auf einem Testserver mit 8 Moderatoren, machen den Run und dann ist das Feedback an die Developer, ja, das ist gut so, das macht Spaß, genau das wollen die Spieler, bitte packt das genauso ins Game, das wollten sie. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also es gibt ein paar Moderator, die sind wirklich weird, aber so weird sind nicht mal die weirdesten Moderator von Fly Universe. Dass sie da jetzt sagen würden, ja, das ist gut so, das kann man so machen. Da freuen sich die Spieler bestimmt drüber. Also wurde das Safe überhaupt nicht getestet, das haben die einfach so gemacht. Niemanden nach ihrer Meinung gefragt und einfach ins Game gepackt. 1000%ig. 1000%ig. Die haben dann niemanden danach gefragt, ob das gut oder schlecht ist. Sonst wäre das niemals ins Game gekommen. Du bist done mit der Quest, oder? Ich brauche viel mehr Quest-Items. Dunkelkristall. Ich brauche insgesamt 8000 Quest-Items und der Chart jetzt 300. Also insgesamt habe ich jetzt vielleicht so 4.000, 5.000 Questies. Brauche immer noch Tausende. Und die Mods sind nur noch da, um Discord zu putzen, sonst haben die keine Aufgabe mehr. Also eigentlich war die Aufgabe der Moderator schon immer nur Community und Discord-Pflege. Aber früher waren sie ja auch
Immer auf den Testservern und so. Weiß ich nicht, ob das noch so ist, keine Ahnung. Aber früher die Moderator hatten immer Zugriff auf den Testserver, deswegen gab es ja auch diese Damage-Rankings und so. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe keinen Kontakt zu irgendeinem Moderator. Ich vermute mal, dass es nicht mehr so ist. Müsste man mal halt einen fragen. Aber ich sag mal so. Imagine, sie hätten noch Zugriff auf den Testserver und würden noch irgendwie in Testprozesse eingebunden werden. Und du wüsstest das. Also wenn sie es wirklich hätten und das dann trotzdem irgendwie ignoriert wird oder so, dann würden sie es wahrscheinlich lieber nicht sagen. Weil imagine, du sagst als Moderator, ja, wir sind total involviert in den Testprozess, wir testen immer alles, bevor es ins Game kommt. Dann würdest du ja sagen, Junge, und ihr sagt das gut so? Und ihr habt gesagt, das sollen die so machen? What? Also so oder so wird die Antwort wahrscheinlich Nein sein. Und du weißt dann nicht hundertprozentig, ob es wirklich stimmt. Weil würden sie wirklich sagen, dass sie involviert sind und dann Mitschuld haben an so schlechten Änderungen und dann den ganzen Hass der Community auf sich ziehen würden? Das würde niemand machen, freiwillig. Niemand würde den Hass des Discords auf sich ziehen wollen. Also würden sie es wahrscheinlich nicht sagen, selbst wenn sie es könnten. Beziehungsweise weißt du dann nicht, ob es stimmt, wenn sie es sagen. Gute Lightberry-Spots in Darkon, Field, Small Carrier Bomb gehe ich immer. Small Carrier Bomb in der Höhle. Was der Unterschied zwischen einem Game Master und einem Moderator ist? Naja, der Moderator macht das freiwillig, das ist ein Ehrenamt und hat literally zero Entscheidungsgewalt über gar nichts und kriegt dafür monatlich F-Coins als Bezahlung, soweit ich weiß. Und die Game Master, die haben tatsächlich Entscheidungsgewalt und sind halt der Austausch- und Kommunikationspfeiler zwischen Developern, Management, Community und so. Und sind halt actually bei Gala angestellt und arbeiten da tatsächlich. Die Moderator arbeiten da ja gar nicht, die sind ja nur freiwillig. Freiwillige Helfer.